Willst du wissen, ob ein Rotlichtgerät für zu Hause die Investition wert ist? Heute verrate ich dir, wie diese Geräte funktionieren und ob sie wirklich das halten, was sie versprechen. Bleib dran, denn die Antwort darauf könnte deine Hautpflegeroutine auf ein neues Level heben. Am Ende dieses Videos wirst du wissen, ob ein Rotlichtgerät die richtige Wahl für dich ist und worauf du beim Kauf unbedingt achten musst. Seit einiger Zeit sind Rotlichttherapien extrem im Trend und haben erheblich an Aufmerksamkeit gewonnen. Sie sind jedoch auch eine beträchtliche Investition. Daher ist aber auch verständlich, vorher sicher gehen zu wollen, ob sie auch wirklich die gewünschten Ergebnisse erzielen. Infrarotlicht ist auch auf natürlicher Weise in der Sonne zu finden. Dennoch raten viele dazu, die schädlichen UV-Lichtexpositionen zu begrenzen, da das UV-Licht unsere Haut auch schädigen kann. Allerdings ist Infrarotlicht auch ein Teil des Sonnenspektrums. Etwa 50% der Sonnenstrahlungen bestehen aus Infrarotlicht. Besonders die Morgen- und Abendsonne ist für die natürliche Aufnahme von Infrarotlicht am idealsten, da die schädlichen Strahlungen des UV-Lichtes nicht so stark sind und da Infrarotlicht in diesem Zeitraum etwas dominanter ist als tagsüber. Ich selbst kam das erste Mal vor über 12 Jahren mit so einer Rotlichtlampe in Kontakt. Ich habe sie zwar nicht selber genutzt, aber meine Mutter hatte eine, die sie ab und zu einfach angewendet hat, wenn sie Verspannungen hatte oder Schmerzen in den Gelenken. Und sie hat es geliebt. Also es war sehr wirksam für sie. Ich fand es damals schon total faszinierend, aber ich wusste selbst nicht, wofür ich das anwenden sollte, da ich nicht wusste, wie vielseitig diese Lampen anwendbar sind. Ihr müsst wissen, Rotlichttherapien werden schon seit über 50 Jahren in der Medizin eingesetzt. Ursprünglich wurden sie für ihre Fähigkeiten der Wundheilung bekannt. Sehr viele Studien, Links hinterlege ich euch in der Beschreibung, belegen, dass Rotlichttherapien beispielsweise die Produktion von Elastin und Kollagen fördern, entzündungshemmend wirken, schmerzlindernd sind, die Tiefengewebeheilung verbessern, die Durchblutung unterstützen, das Immunsystem stärken, den Schlaf verbessern können, das Energielevel heben, die Produktion von Glückshormonen anregen und. Also es ist tatsächlich scheinbar sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Dabei ist aber zu beachten, dass es unterschiedliche Rotlichtspektren gibt, die unterschiedliche Auswirkungen auf unseren Körper haben können. In diesem Video möchte ich aber erstmal nur auf die Wirksamkeit bezüglich unserer Haut eingehen, sonst würde das hier den Rahmen des Videos sprengen. Aber wenn ihr wollt, dann mache ich auch gerne noch ein weiteres Video mit den ganzen anderen Behandlungsmöglichkeiten. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr dazu Interesse habt. Zurück zu unserer Haut. Rotlicht und Nahinfrarotlicht haben die Fähigkeiten, Rötungen oder Entzündungen auf unserer Haut zu reduzieren, die Haut zu straffen und somit feine Falten zu mindern, die Elastizität zu erhöhen und unsere Haut zu straffen. Dieser Prozess ist als Photobiomodulation bekannt. Dabei interagieren Rot- oder Nahinfrarotlicht mit unseren Hautzellen zusammen und rufen dadurch eine chemische Veränderung hervor, die die Zellfunktion verändern. Vereinfacht gesagt, wenn das Licht auf unsere Haut trifft, wird es von Photosensoren in unseren Zellen wahrgenommen. Dies beeinflusst die energetische Ladung von Enzymen, Wasser und Proteinen in unserer Haut. Je nachdem, welche Zelle betroffen ist, kann sie sich besser vermehren, Schäden reparieren oder Proteine bilden, wie Elastin und Kollagen, die die Hautverjüngung fördern. Aufgrund dieser positiven Effekte werden Rotlichttherapien seit einigen Jahren auch vermehrt bei dermatologischen Praxen, plastischen Chirurgen oder auch bei Kosmetikerinnen angeboten. So entstand dann auch nach einiger Zeit ein Markt für Heimgeräte, die ähnliche Effekte erzielen sollen, ohne dass ein Praxisbesuch erforderlich ist. Die Frage ist, ob diese Heimgeräte therapeutisch ausreichend sind, um sich zu lohnen. Ich glaube, dass einige Heimgeräte positive Effekte hervorrufen können, aber nicht alle sind gleichwertig und gut von der Qualität. Bei der Bewertung eines Rotlichtgerätes für zu Hause solltest du auf die Wellenlänge des imitierten Lichts achten. Rotlicht und Nahinfrarotlicht existieren in einem Bereich des elektromagnetischen Spektrums. Aber nur bestimmte Wellenlängen, wie beispielsweise 633 Nanometer für Rotlicht und 830 Nanometer für Infrarotlicht, sind meistens am effektivsten. Daher sollte man unbedingt auf hochwertiges LED-Licht achten, da sie präziser sind, dementsprechend aber auch teurer, was die höheren Kosten für effektivere Geräte erklärt. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Strahlungsflussdichte des Geräts, also die Intensität gemessen an 1 Milliwatt pro Quadratzentimeter. Dies gibt an, wie viel Energie pro Sekunde auf 1 Quadratzentimeter deiner Haut trifft. Der optimale Wert liegt zwischen 40 und 100 Milliwatt pro Quadratzentimeter. Es geht dabei nicht nur um die Anzahl der Lampen im Gerät, sondern vielmehr, wie viel Licht jede Lampe ausstrahlt. Stelle sicher, dass du bei dem Unternehmen nach der Strahlungsflussdichte fragst oder diese Informationen in den veröffentlichten Daten findest. Wenn diese Informationen nicht verfügbar sind, dann ist das ein Warnsignal. Schließlich solltest du die Häufigkeit und die Dauer der Anwendung berücksichtigen, da das die Lichtdosis bestimmt, die du erhältst. Eine höhere Intensität bedeutet kürzere Behandlungszeiten.
Auch die Nähe der Lampen zu deinem Gesicht beeinflusst die Dosis. Also ein ideales Heimgerät für Rotlichttherapien sollte spezifische Werte enthalten. 633 und 830 Nanometer aufweisen und eine Strahlungsdichte haben, die klinischen wirksamen Werten entspricht. Also ein Wert von 40 Milliwatt pro Quadratzentimeter Strahlungsluftdichte wäre hierbei ideal. Dann kommen wir zur Anwendung. Das Gerät solltest du maximal nur 10 Minuten anwenden müssen. Das verrät nämlich sehr viel über die Qualität. Wenn du dir ein Rotlichtgerät in Form einer Maske kaufst, dann sollte sie angenehm zu tragen sein. Es sollte die gesamte Haut abdecken, die du behandeln lassen möchtest. Und idealerweise solltest du nicht an einer Steckdose angeschlossen sein. Also sowas wie mit einem Akku wäre optimal. Viele fragen sich auch, ob Rotlichttherapien eventuell sogar Melasma verschlimmern könnte. Hochwertige LED-Geräte sollten keine Wärme abstrahlen, denn das ist, was eventuell Melasma verschlimmern könnte. Darüber hinaus unterscheidet sich Rotlicht von blauem Licht, das nämlich bei manchen Menschen eine Hyperpigmentierung verschlimmern kann. Viele fragen sich auch, ob Rotlichtgeräte schädlich für die Augen sein könnten. Es gibt verschiedene Rotlichttherapiegeräte. Wenn ihr in eurer Verpackung keine Schutzmaske habt und auch nicht den Hinweis, dann könnt ihr einfach während der Behandlung die Augen schließen. Meistens haben auch LED-Rotlichtmasken den Augenbereich ausgespart, sodass ihr durchschauen könnt und dass das Licht nicht direkt auf die Augen strahlt. Dennoch kommt natürlich etwas Licht auf die Augen, weil die Maske ja sehr nah am Gesicht ist. Ich schließe einfach immer die Augen, also vom Hersteller ist auch keine Maske beigefügt und auch nicht notiert, dass es gefährlich ist für die Augen. Und daher schließe ich einfach immer meine Augen, entspanne dabei und hoffe, dass meine Augenlider auch damit schön an Elastizität und frische Neue dazu gewinnen. Viele fragen sich auch, wie man am besten eine Rotlichttherapie in seine Hautpflegeroutine integriert. Ich mache es am liebsten abends vorm Schlafengehen. Ich wasche vorher mein Gesicht, mache es gut trocken und erst nach der Behandlung trage ich dann meine Nachtcreme auf. Viele fragen sich, ob eine Rotlichttherapie für zu Hause wirklich die Mühe wert ist. Ich kann dir sagen, warum es sich für mich lohnt und ich es als sinnvoll erachte. Ich unternehme schon einiges, um meine Haut zu unterstützen, sei es Microneedling, Hydrofacial oder auch Mesotherapie. Rotlichttherapie bietet Vorteile aus einem anderen biologischen Ansatz und ergänzt meine Hautpflegeroutine auf eine ganz besondere Weise. Das Rotlichtgerät, das ich verwende, ist die Face & Contour Mask von Omnilux. Sie ist sehr anpassungsfähig, angenehm zu tragen und erfüllt alle Kriterien nach meiner Recherche. Und hat einen angemessenen Preis. Auch wenn sie nicht günstig ist, ist sie immer noch erschwinglicher als einige Geräte, die Tausende von Euros kosten, und sie erfüllt einfach die Parameter, die mir wichtig waren. In der ersten Woche kannst du die Maske jeden zweiten Tag anwenden. Danach solltest du für die nächsten 5 Wochen die Maske 5-mal in der Woche tragen. Und nach den insgesamt 6 Wochen kannst du sie nach Bedarf tragen, aber es sollte regelmäßig sein. Das heißt, du kannst sie, wenn du möchtest, weiterhin jeden zweiten Tag tragen oder nur 2-mal die Woche oder wenn du es möchtest, auch nur einmal die Woche. Aber es sollte regelmäßig bleiben, damit du auch einen stetigen Effekt beibehältst und die Qualität deiner Haut verbessern kannst. Also schau einfach, was für dich am angenehmsten ist und wo du am besten die Resultate siehst. Okay, dann zeige ich euch mal, wie meine Maske aussieht. Also die ist sehr flexibel, da sie aus Silikon ist, hat hinten so 2 Riemen, die kann man auch nochmal an seinen Kopf anpassen, sodass es schön am Gesicht nah dran liegt. Hat auch einen Akku, also man ist wirklich super flexibel damit, falls man doch aufstehen muss und irgendwas machen. Und hier innen drin seht ihr die ganz kleinen feinen Lampen. Ja. Es gibt auch noch eine zusätzliche Hals- und Brustversion für Anti-Aging-Effekte. Diese habe ich aber noch nicht genutzt, daher kann ich dazu noch keine Erfahrungswerte nennen. Ja, ich habe mich für die Firma Omnilux entschieden, da sie tatsächlich ein Pionier in der Rotlichttherapie sind. Ihre Masken basieren nämlich auf der gleichwertigen, hochwertigen LED-Technologie aus dem Medizinbereich. Das hat einfach mein Vertrauen in ihre Qualität gestärkt und sie hatten genau die Werte, die mir wichtig waren. Den Link dazu mit mehr Informationen findest du in der Beschreibung. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video einen guten Einblick in das Thema verschaffen und viele deiner Fragen klären. Falls du aber noch Fragen haben solltest, kannst du die gerne in die Kommentare hinterlegen. Ich gehe dann gerne drauf ein. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich auf jeden Fall über einen Daumen hoch. Das unterstützt mich in meiner Arbeit. Und wenn du in Zukunft nichts verpassen möchtest, dann abonniere meinen Kanal und du wirst sofort up to date sein, sobald es ein neues Video gibt. Bis dahin.